Hallo ihr Lieben, keine Lust auf langes Warten und komplizierte Rezepte? Dann probiert dieses rustikale Karottenbrot. Es ist in wenigen Minuten zusammengerührt, kommt ganz ohne Hefe aus und braucht keine Gehzeit. Einfach, schnell und mega lecker. Los geht's! Für das Rezept brauchst du 300 Gramm Karotten, 120 Gramm cremiger Joghurt, 3 Eier, 120 Gramm Dinkelmehl, 150 Gramm Roggenmehl, 1 Teelöffel Backnatron, 2 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Salz, 50 Gramm gemahlene Haselnüsse oder Mandeln, ein Viertel oder eine halbe Teelöffel Kümmel. Den Kümmel kannst du auch weglassen, wenn du nicht magst, aber der Kümmel gibt einen schönen rustikalen Geschmack für den Brot. Wenn du magst, kannst du natürlich auch andere Gewürze zu deinem Brot geben. Und dann habe ich hier noch ungefähr einen Esslöffel Sonnenblumenkerne. Die Sonnenblumenkerne habe ich davor noch in der Pfanne geröstet. Die Sonnenblumenkerne gebe ich kurz vor dem Backen drauf auf dem Brot und die sorgen für einen schönen extra Crunch. Erst werde ich die Karotten schälen und fein reiben. Ich entferne keine Flüssigkeit von den Karotten, alles darf bleiben und jetzt gebe ich noch Joghurt dazu und die Eier und einen Teelöffel Salz. Dann male ich noch den Kümmel in einem Mörser, bevor ich ihn auch dazu gebe. Kurz mit einem Gabel vermischen. Dann in einem separaten Schüssel den Dinkelmehl mit Roggenmehl und Backnatron und Backpulver vermischen. Dann ungefähr Hälfte vom Mehl durch ein Sieb zum Teig geben und kurz mit dem Gabel mixen. Dann auch den Rest vom Mehl dazugeben und auch die gemahlenen Nüsse. Und nochmal mixen, bis das Ganze gut vermischt ist. An dieser Stelle mixe ich gerne mit dem Spatel weiter. Es geht etwas einfacher als mit dem Gabel zu mixen. Der fertige Teig sollte so aussehen und dann den Kastenbackform gut einfetten und ich nehme noch so ein kleines Stück Backpapier und lege es so unten auf den Boden von der Kastenform, weil bei mir der Brot sonst hier unten kleben bleibt und mit diesem Backpapier ist es auch ganz einfach dann das Brot aus dem Form zu holen. Und jetzt gebe ich den Teig in die Backform und die Oberfläche so glätten und zum Schluss noch die Sonnenblumenkerne. Ich habe diesmal die Sonnenblumenkerne nur oben drauf gegeben, weil ich den Brot schon vielmals getestet habe und beim letzten Mal habe ich auch Sonnenblumenkerne verwendet und ich zeige euch was. Ich war richtig überrascht. Am nächsten Tag, wenn ich den Brot geschnitten habe, sah es so aus. Die Kerne innen in dem Brot sind so blau-grün geworden. Das ist eine chemische Reaktion. Das heißt nicht, dass der Brot schlecht ist. Man kann den Brot trotzdem essen, aber da haben die Sonnenblumenkerne mit dem Backnatron und Backpulver reagiert und die Kerne haben sich verfärbt. Und ich dachte, dass ich diesmal dann einfach so mache, dass ich keine Kerne ins Teig gebe, so dass da dann keine solche grüne Überraschungen sind. Aber so einfach geht's. Ohne Kneten, ohne Warten, in die Backform geben und ab in den Ofen. Den Brot bei 180 Grad 60 bis 70 Minuten fertig backen und bevor du den Brot aus dem Backofen holst, eine Stäbchenprobe machen. Nach etwa einer Stunde ist dein Karottenbrot fertig. Außen knusprig, innen saftig und voller Geschmack. Probier es unbedingt aus und schreib mir in die Kommentare, was du als erstes drauf schmieren würdest. Butter, Avocado oder doch was anderes. Ich bin gespannt. Wenn du mehr solcher einfache Brotrezepte ohne Hefe sehen möchtest, dann
Lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal. Mein gesundes, saftiges Apfelbrotrezept darfst du nicht verpassen. Das Rezept werde ich für dich hier verlinken. Es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.